Wichtig für dein Trompetentraining, vor allem im Bereich der Höhe, ist es, dass wir das Ganze locker und nicht verkrampft angehen. Das heißt, wenn wir Übungen spielen und bewegen uns in einen gewissen Tonbereich, der für dich sehr anstrengend ist, achte immer darauf, dass du das Ganze mit der Technik löst und nicht mit der puren Gewalt, das heißt Druck von Mundstück Trompete gegen die Lippen und dazu am besten noch die dementsprechende Lautstärke, also viel zu lautes Trompete spielen. Du kannst das Ganze natürlich gerne im Forte spielen, überhaupt kein Problem. Die Belastung nimmt etwas ab, wenn der Luftdruck auch etwas abnimmt. Das heißt, wenn du etwas leiser spielst. Natürlich steigt der Druck wieder, wenn du höher gehst, weil schließlich spannt sich deine Muskulatur ja stärker an und lässt weniger Luft entweichen. Das heißt, hier steigt der Luftdruck in unserem Körper. Wenn du jetzt also zum Beispiel Töne schleudern nimmst, das war jetzt Thema in den letzten Videos, dann auch hier darauf achten, dass du nicht mit Gewalt alles eng machst. Das ist jetzt natürlich noch das Phänomen gewesen, dass hier auch der Hals eng geht, sondern ganz im Gegenteil, wir denken immer nach vorne, das heißt die Luft muss raus. Ohne Trompete dargestellt geht das Ganze so. Immer dann, wenn vorne wenig kommt, wird es eben höher. Und das übertrage ich jetzt auf die Trompete. Und dann ist es auch nicht anstrengend, wenn ich dann nach oben gehe. Du kannst natürlich das Ganze dann noch halbtonschrittweise nach oben anpassen. Das heißt, jetzt käme Cis mit 1 und 2. D mit 1. S mit 2. E mit 0. F mit 1. Wichtig ist eben, dass du oben nicht drauf drückst. Ne? Natürlich ist es anstrengend ab einem gewissen Ton, ab einer gewissen Lage. Aber durch dieses Töne schleudern merkst du ganz genau, der Ansatz packt zu und lässt wieder locker. Packt zu und lässt wieder locker. Und darauf kommt es eben an, dass du das Ganze nicht mit dem typischen löst, sondern immer daran denkst, was passiert denn überhaupt, dass ich nach oben gehe. Das ist natürlich nicht nur die Muskulatur, die hier mitarbeitet. Es ist auch der Ansatz, der dagegen hält. Das heißt, man muss sich kümmern, dass eben die Muskulatur auch stark wird. Du musst deine Zunge kontrollieren können. Die arbeitet ja an der Höhe mit, ne? Die macht den Kanal oben enger. Das heißt, dort wird die Luft auch etwas komprimiert und diese fließt dann schneller gegen unsere Lippen. Und natürlich kommt da auch noch Stütze, Atmung, dieses typische, dass der Hals offen bleibt und nicht zugeht. Das sind viele Aspekte, natürlich nicht alle, aber die bekanntesten, die man eben dann beachten sollte, wenn es um dein Höhentraining geht. Natürlich musst du das nicht anhand von Töne-Schleudern machen. Du kannst es auch auf deine Höhe, wenn zum Beispiel bei dir das F2 ein Thema ist, dann mach das Ganze ab C2 zum Beispiel chromatisch. Na, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt nach oben. Und dann nimmst du eben die ganzen Halbtöne mit C, Cis, D, Dis, E, F und dann eben wieder abwärts. Auch hier arbeitet der Ansatz mit, spannt sich an und lässt wieder locker. Spannt sich an und lässt wieder locker. Und darauf eben achten, dass du es nicht mit purer Gewalt löst, sondern immer mit Köpfchen das Ganze machst, damit dein Üben eben auch sinnvoll und zielgerichtet ist. Ich wünsche dir dabei sehr viel Erfolg. Lass am Ende noch ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neneuen Thema rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.